Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Hi Jack, wie geht es dir heute? Hi Emma, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich darüber sprechen, wie wir anderen gratulieren können. Magst du es, Menschen zu gratulieren? Ja, das tue ich. Ich finde es sehr freundlich und es macht die Menschen glücklich. Das stimmt. Jemandem zu gratulieren zeigt, dass du dich kümmerst und dass du dich über ihren Erfolg freust. Bei welchen Anlässen gratulierst du jemandem? Ich gratuliere Menschen zu vielen Anlässen. Zum Beispiel, wenn ein Freund einen neuen Job bekommt, wenn jemand seinen Abschluss macht oder wenn ein Paar heiratet. Das sind gute Beispiele. Ich gratuliere auch, wenn jemand einen Sportwettbewerb gewinnt oder einen Geburtstag feiert. Ja, Geburtstage sind auch etwas Besonderes. Ein einfaches, herzlichen Glückwunsch ist eine Form der Gratulation. Genau. Es ist wichtig, die richtigen Worte zu finden, um deine Freude für andere auszudrücken. Kannst du mir ein Beispiel geben, wie du jemandem gratulierst? Klar, wenn mein Freund einen neuen Job bekommt, könnte ich sagen, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich freue mich sehr für dich. Das ist sehr schön. Ich sage manchmal gut gemacht oder ich bin stolz auf dich. Das lässt die Person gut fühlen. Ich stimme zu. Freundliche Worte zu verwenden ist sehr wichtig. Was ist mit jemandem, der seinen Abschluss macht? Wenn jemand seinen Abschluss macht, sage ich, herzlichen Glückwunsch zu deinem Abschluss. Du hast hart gearbeitet. Das ist ein großartiges Beispiel. Ich sage auch gerne, du hast es geschafft. Ich wusste, dass du erfolgreich sein würdest. Ja, diese Worte sind sehr ermutigend. Ich finde es schön, einen persönlichen Touch hinzuzufügen. Zum Beispiel könnte ich sagen, ich bin so stolz auf dich, weil ich gesehen habe, wie viel du gelernt hast. Das macht die Gratulation besonderer. Es zeigt, dass du wirklich interessiert bist. Manchmal sende ich auch eine Karte oder ein kleines Geschenk, wenn ich jemandem gratuliere. Das ist eine schöne Idee. Eine Karte mit einer freundlichen Nachricht kann jemandem ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich stimme zu. Ich habe einmal eine Karte erhalten, auf der stand: Herzlichen Glückwunsch zu deinem Preis. Du hast es verdient. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Ich erinnere mich daran. Ich habe dir eine Karte geschickt, als du den Kunstwettbewerb gewonnen hast. Ja, und das hat mir so viel bedeutet. Selbst eine einfache Nachricht wie gut gemacht kann einen großen Unterschied machen. Das ist wahr. Ich denke, anderen zu gratulieren ist eine einfache Geste, aber sie zeigt Freundlichkeit und Unterstützung. Ich versuche immer, meinen Freundinnen und meiner Familie zu gratulieren. Es hilft, unsere Beziehungen zu stärken. Ich mache das Gleiche. Es fühlt sich gut an, jemandem zu gratulieren, weil ich an ihrem Glück teilhabe. Verwendest du soziale Medien, um Menschen zu gratulieren? Ja, das tue ich. Ich poste oft eine Nachricht auf Facebook oder sende eine SMS. Zum Beispiel könnte ich sagen, herzlichen Glückwunsch zu deiner Verlobung. Ich freue mich sehr für dich. Das ist eine schöne Möglichkeit, deine besten Wünsche zu teilen. Ich benutze soziale Medien auch, um meinen Freunden zu ihren Erfolgen zu gratulieren. Es ist schnell und einfach und viele Menschen können deine freundlichen Worte sehen. Ich füge gerne ein Smiley oder ein Herz in meine Nachrichten ein. Das macht sie freundlicher. Das mache ich auch. Ein kleines Emoji kann die Nachricht warm und einladend machen. Hast du jemals jemandem persönlich bei einem Ereignis gratuliert? Ja, das habe ich.
Auf einer Hochzeit habe ich dem Paar gesagt, herzlichen Glückwunsch zu eurer Ehe. Ich wünsche euch ein glückliches Leben zusammen. Das ist sehr süß. Ich gratuliere auch Menschen auf Partys und Veranstaltungen. Es ist eine gute Möglichkeit, Unterstützung zu zeigen. Auf einer Geburtstagsfeier sage ich gerne, herzlichen Glückwunsch und alles Gute zu einem weiteren Lebensjahr. Das ist eine wunderbare Botschaft. Sie lässt die Geburtstagskind besonders fühlen. Ich denke, die besten Glückwünsche sind aufrichtig und kommen von Herzen. Ich stimme zu. Wenn du deine Worte wirklich meinst, haben sie eine starke Wirkung. Glaubst du, dass es Zeiten gibt, in denen du jemandem besser nicht gratulieren solltest? Vielleicht, wenn jemand traurig ist oder der Erfolg nicht dem entspricht, was sie sich erhofft haben, könnte es besser sein, sanft zu sein. Ja, du kannst Unterstützung auf eine andere Weise zeigen. Manchmal ist es gut, zuzuhören, anstatt zu gratulieren. Das ist wahr. Es ist wichtig, sensibel für die Gefühle anderer Menschen zu sein. Ich versuche immer freundlich und nachdenklich zu sein, wenn ich mit anderen spreche. Ich auch. Ich glaube, dass unsere Worte einen großen Unterschied im Leben eines Menschen machen können. Ich fühle mich glücklich, wenn ich jemandem gratuliere und ihr Lächeln sehe. Ja, es ist eine einfache Geste, die Freude verbreitet. Ich möchte ein paar Phrasen mit dir üben. Können wir das machen? Natürlich, Emma. Ich würde gerne mit dir üben. Super. Ich nenne eine Situation und du kannst mit einer Gratulationsnachricht antworten. Bereit? Ich bin bereit. Okay, dein Freund hat gerade einen neuen Job bekommen. Was sagst du? Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich freue mich sehr für dich. Sehr gut. Jetzt hörst du, dass jemand seinen Abschluss gemacht hat. Was sagst du? Herzlichen Glückwunsch zu deinem Abschluss. Du hast hart gearbeitet. Ausgezeichnet. Nächster Fall. Ein Freund erzählt dir, dass er einen Sportwettbewerb gewonnen hat. Was sagst du? Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Du hast so hart trainiert und du hast diesen Erfolg verdient. Das ist perfekt. Jetzt erzählt dir ein Paar, dass es heiratet. Was sagst du? Herzlichen Glückwunsch zu eurer Hochzeit. Ich wünsche euch beiden ein glückliches Leben. Sehr schön. Und wenn jemand einen Geburtstag feiert, was sagst du? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute für ein weiteres Lebensjahr. Genieße deinen besonderen Tag. Tolle Arbeit, Jack. Diese Phrasen sind einfach, aber sehr bedeutungsvoll. Danke, Emma. Ich fühle mich jetzt sicherer, sie zu verwenden. Ich auch. Ich denke, dass das Üben solcher Phrasen uns hilft, neue Wörter zu lernen und zu verwenden. Ja, Übung macht uns besser im Sprechen auf Deutsch. Ich möchte dich fragen, warum es wichtig ist, anderen zu gratulieren. Ich denke, es ist wichtig, weil es zeigt, dass es dir wichtig ist. Wenn du jemandem gratulierst, lässt du ihn sich gut fühlen über seinen Erfolg. Ich stimme zu. Anderen zu gratulieren hilft auch, starke Freundschaften und eine positive Gemeinschaft aufzubauen. Ja, es macht unsere Welt ein wenig heller. Ich fühle mich immer glücklich, wenn mir jemand gratuliert. Es gibt mir Selbstvertrauen. Mir auch. Ein freundliches Wort kann deinen Tag verändern. Ich möchte mir ein paar Schlüsselphrasen für die Zukunft merken. Können wir sie noch einmal durchgehen? Ja, lass uns wiederholen. Ich nenne eine Situation und du kannst die Phrase wiederholen. Bereit? Ich bin bereit. Dein Freund bekommt einen neuen Job. Was sagst du?
Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich freue mich sehr für dich. Jemand macht seinen Abschluss. Was sagst du? Herzlichen Glückwunsch zu deinem Abschluss. Du hast hart gearbeitet. Ein Freund gewinnt einen Sportwettbewerb. Was sagst du? Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Du hast so hart trainiert und du verdienst diesen Erfolg. Ein Paar heiratet. Was sagst du? Herzlichen Glückwunsch zu eurer Hochzeit. Ich wünsche euch beiden ein glückliches Leben. Und zu einem Geburtstag? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute für ein weiteres Lebensjahr. Genieße deinen besonderen Tag. Sehr gut, Emma. Diese Phrasen sind leicht zu merken und sehr nützlich. Ja, ich werde versuchen, sie oft zu verwenden. Danke, dass du heute mit mir geübt hast, Jack. Ich habe viel darüber gelernt, wie man anderen gratuliert. Danke, Emma. Ich habe unser Gespräch genossen. Ich fühle mich sicherer beim Sprechen auf Deutsch und beim Verwenden freundlicher Worte. Ich stimme zu. Das Üben einfacher Phrasen hilft uns, besser zu kommunizieren und unsere Gefühle auszudrücken. Lass uns jeden Tag weiter üben. Es macht das Lernen spaßig und einfach. Ja, ich freue mich auf unsere nächste Übungssitzung. Ich werde versuchen, diese Gratulationen in meinem Alltag zu verwenden. Ich werde meiner Freundin herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Job sagen, wenn ich sie nächste Woche sehe. Das ist eine großartige Idee. Ich werde herzlichen Glückwunsch zu deinem Abschluss sagen, wenn ich meine Cousine treffe. Wir haben heute beide viele neue Wörter gelernt. Ich freue mich, dass wir freundliche Nachrichten mit anderen teilen können. Ich auch. Danke, dass du ein guter Freund und ein guter Übungspartner bist. Danke, Emma. Bis zum nächsten Mal. Hab einen schönen Tag. Du auch, Jack. Auf Wiedersehen. Großartige Arbeit. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.